Wie denn? Putzroutine, Morgenroutine, Abendroutine, es ist alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Ich sehe auch echt wirklich so fertig aus, wie ich mich fühle. Und deswegen koche ich mir jetzt aber eine eine Tanne, nein. Hallo zusammen. Oh, meine Stimme. Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, nach kurzer Pause zu einem neuen Video. Ihr werdet es gleich alles erfahren, was hier los war. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder einen ganz typischen, klassischen, altmodischen Vlog für euch. Ein Day in my Life Video, weil es einfach gerade ganz gut passt. Ja, was war los? Es hat uns erwischt, sagen wir mal so. Wir waren in Quarantäne, weil einer von uns dreien positiv getestet wurde und es ist alles gut gegangen. Interessanterweise ist es auch nur bei dem einen von uns dreien geblieben. Ja, deswegen hat sich das dann nicht noch weiter verlängert, die Quarantäne, aber es war halt trotzdem lange noch. Sagen wir mal so, mit kleinem 3-jährigen Kind zu Hause eingesperrt zu sein in einer Wohnung ohne Garten bei wunderschönstem Frühlingswetter ist schon hart, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Deswegen gab es letzte Woche kein neues Video, weil es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit, was Schönes zu machen, zu filmen. Ja, und deswegen heute auch ein Day in my Life, weil was hier nämlich ganz dringend ansteht, ist Aufräumen. Das Quarantäne-Chaos aufräumen. Es sieht aus wie Sau hier und mein lieber Mann hat aber gerade schon ein bisschen angefangen. Er hat schon die Küche gemacht, habe ich gesehen. Und da bin ich sehr dankbar für. Aber es liegt trotzdem einiges noch an. Ich habe mich kurz ins Kinderzimmer zurückverzogen. Der Kleine ist heute den ersten Tag auch wieder in der Kita. Und er hat sich sehr, sehr gefreut. Und es war sehr schön zu sehen. Für heute ist Folgendes geplant. Auf jeden Fall hier so ein bisschen aufräumen, reine machen. Wobei ich so ein bisschen die Kamera mitlaufen lassen wollte. Weil ich glaube, das mögt ihr immer ganz gerne. Und ich muss aber definitiv auch arbeiten, das heißt ein bisschen Schreibtischarbeit steht für mich auch an, weil ich die letzten 2 Wochen da gar nichts machen konnte und muss auch sagen, dass ich generell mich selber während dieser Zeit zu Hause echt habe schleifen lassen. Erzähle ich später auch noch mal so ein bisschen dazu und habe gemerkt, so ich muss da definitiv jetzt auch wieder ein bisschen Acht auf mich selber geben. Und ich wollte euch auch so ein paar Sachen zeigen, mit denen sich der Kleine echt ganz gut beschäftigt hat hier zu Hause. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch und wie immer freue ich mich sehr. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie wichtig das ist, wenn direkt ganz viele Daumen nach oben kommen und auch direkt ganz viele Kommentare kommen. Deswegen, ja, schreibt mir in die Kommentare, wie geht es euch? Musstet ihr auch schon durch dieses Quarantäne-Chaos oder seid ihr bisher noch verschont geblieben? Schreibt mir gerne was, wie es euch aktuell geht. Ich hoffe natürlich, es geht euch gut. Jetzt legen wir aber richtig los mit dem Video. Im Kinderzimmer ist tatsächlich auch gerade gar nicht so viel zu machen. Was ich auch mal zeigen kann, ich habe das mal in einem Kinderzimmer-Ausmist-Video erzählt, dass ich, oder beziehungsweise das Kinderzimmer ist ja recht klein und da habe ich auch erzählt, wir haben den Plan, wir hatten ja so ein Kallax-Regal, das halt quer lag und da in dem Video habe ich schon erzählt, um ein bisschen Platz zu sparen, haben wir den Plan, das hochkant zu stellen. Das haben wir nämlich mittlerweile auch endlich mal gemacht und es sieht wirklich sehr schön aus, also es gefällt mir richtig, richtig gut und im Regal wollte ich ein bisschen aufräumen, da wird nämlich gerne alles einfach reingeschmissen und sonst zeige ich euch gleich ein neues Spielzeug, das wir gekauft haben, das ich mega finde und der Kleine sich auch echt super mit beschäftigt hat jetzt in den letzten Tagen. Das ist die Ecke, wo vorher dieses Kallax-Regal, das stand immer hier direkt so quer und dann stand daneben der Kaufladen gequetscht, weil dann hier in der Ecke einfach kaum noch Platz war. Diese Parkgarage, die stand sehr lange im Wohnzimmer. Jetzt haben wir sie aber wieder ins Zimmer geräumt, weil er hier im Zimmer doch eher damit spielt tatsächlich. Also im Wohnzimmer hat er gar nicht sich damit beschäftigt. Wenn die hier im Zimmer steht, dann schon. Und ja, ihr seht das Regal, da stehen sehr, sehr viele Bücher drin. Das wollte ich mal wieder aufräumen. Wir haben sämtliche Spiele da oben drauf. Wie ich das handhabe mit den Spielen, die da oben drauf stehen, wo er ja eigentlich alleine nicht drankommt, wie ich das handhabe, erzähle ich gleich was zu. Ja, ihr seht schon, hier steht ein Loch herum, halt, ne? So.
halt das, was der Kleine sich ja, während der Zeit jetzt hier zu Hause aus sämtlichen Räumen zusammengeklaut hat. Da ist der Rest vom Locher. So. Also, direkt mal vorneweg, da oben drauf, ja, da ist immer Chaos. Weil für manche Sachen haben wir einfach noch nicht so viel Platz. Aber ich versuche halt, dieses Regal immer einigermaßen ordentlich zu halten. Ihr seht super viele Bücher und ich habe halt ein System. Ne? Also, wie so häufig, wir haben alle irgendwie ein System. Hier in diesem Fach stehen immer Bibliotheksbücher, die ausgeliehen sind und halt noch Pappbilderbücher und das sind so mit ja, Geschichtensammlungen, so heißt es, genau. Dieses Fach hier, da mache ich halt so, das ist so das Aktivitätsfach, nenne ich es jetzt einfach mal. Was ich da reinstelle, wechsle ich immer wieder aus. Das ist nämlich genau auf seiner Augenhöhe und das meinte ich nämlich eben auch mit den Spielen von oben. Ich stelle ihm dann halt immer mal wieder Sachen rein, mit denen er sich länger nicht beschäftigt hat, um ihm diese Sachen wieder in Erinnerung zu rufen, weil er dann halt tatsächlich auch dann danach greift. Ich mache immer eine bunte Mischung aus Spielzeug, was zum Lesen und kreativer Beschäftigung. Das ist so das Toni-Fach, ist nicht ideal, wird auch nicht so bleiben. Ich habe schon seit längerer Zeit ein ganz bestimmtes Toni-Regal im Auge und hier unten sind sonst auch noch Bücher und dann habe ich hier Tiptoy und auch eins seiner Favoriten, Wir entdecken die Steinzeit von Wieso, Weshalb, Warum. Auf einmal war irgendwie bei ihm das Thema Steinzeit ganz hoch im Kurs. Und da unten ist halt dann noch die Kiste mit Lego und so seine Krimskrams-Kiste. Wohnzimmer ist ein Schlachtfeld, um es jetzt mal so zu sagen. Und das möchte ich jetzt einmal machen, das Wohnzimmer aufräumen. Also man sieht es jetzt gerade, ich glaube, man kann es nicht so sehen. Ja, ein bisschen sieht man es hinter mir. Der Kleine hat unsere Spielesammlung entdeckt, also nicht unsere Spiele, also unsere Gesellschaftsspiele. Und es ist aber ganz lustig, weil wir ihm halt gesagt haben, so, wir können das nicht zusammen spielen, das ist halt noch nichts für ihn, da ist er halt noch zu klein für. Aber er hat sich da irgendwie sein eigenes Spiel draus gemacht und immer Spiel für Spiel hat er sich dann immer genau angeguckt, was sind da für Spielfiguren drin, wie sieht das Spielbrett aus und hat sich irgendwelche anderen Spiele mit diesen Dingern dann überlegt. Und ich fand es richtig cool zu sehen, weil seine Lieblingskombi ist Cluedo und Spiel des Lebens. Als Spiel des Lebens hat er dann halt immer die Autos, die ja da die Spielfiguren sind. Bin ich scharf? So. Die Autos war dann die Polizei. Und die Spielfiguren aus Cluedo waren dann halt die Verbrecher, hat sich dann die Spielbretter auch so nebeneinander gelegt. Und bei Cluedo ist ja wie so Grundriss vom Haus. Und Spiel des Lebens sind ja halt die ganzen Spielfelder, die sich da so lang schlängeln. Und mit dem Polizeiauto ist er dann halt immer diese Wege auf dem Spiel des Lebens Spielbrett entlang gefahren. Und um dann die Verbrecher zu jagen, halt das waren immer zwei Spielfiguren aus dem Cluedo-Spiel, die sich dann irgendwie im Keller oder was auf dem Spielbrett vom Cluedo versteckt haben und so. Also ich fand es richtig cool. So, da sieht man mal wieder, wie viel Fantasie einfach in diesen kleinen Kinderköpfen steckt. Aber dementsprechend sah es zwischenzeitlich auch hier aus, weil überall nur irgendwelche Spielsteine verteilt waren. Er hatte jetzt heute Morgen nochmal die große Spielesammlung rausgesucht. Aber das liegt jetzt noch hier rum. Den Rest haben wir halt gestern Abend schon viel gemacht, muss ich sagen. Aber ja, sonst das Wohnzimmer, es ist staubig ohne Ende, weil ich auch keine Energie hatte, zwischendurch mal Staub zu wischen. Und das ist es halt sowieso. Ich meine, das war halt auch so mit das Problem das mit das Härteste an den letzten Wochen, das war einfach so dieser Energiemangel. Es ist einfach schon krass, was das mit einem macht, dass man halt super viel zu Hause einfach nur ist. Man hat es halt auch bei dem Kleinen einfach total gemerkt, weil er das alles einfach auch überhaupt nicht versteht, natürlich. So, der ist 3. So, der versteht nicht, warum er jetzt nicht rausgehen darf, warum er nicht in die Kita darf, warum er nicht auf den Spielplatz darf. Das war halt mit das Schlimmste. Er wollte immer auf den Spielplatz und Knochen suchen. Weil er spielt halt da ganz gerne im Sandkasten, dass er halt Dino-Knochen sucht. Und das ist halt sehr, sehr schwierig für ihn gewesen. Und mussten da halt auch viel improvisieren, um ihn bei der Stange zu halten, dass er uns hier nicht total durchdreht. Ganz ehrlich auch, also der Fernseher lief halt auch
überdurchschnittlich viel. Also natürlich viel, viel mehr, als er sonst normalerweise guckt. Und ich finde, das ist auch also es war für mich halt auch in Ordnung in dem Moment, weil es war halt einfach so eine Erholung für uns alle in dem Moment. Der Kleine hat sich natürlich tierisch gefreut, dass er halt Fernsehen gucken darf. Und ich meine, für uns ist das dann halt auch mal ein Moment, wo man entweder einfach mal gar nichts machen kann oder wo ich mich dann halt auch manchmal um die Dinge gekümmert habe, die halt einfach sein müssen, wie mal so ein bisschen aufräumen, das Badezimmer putzen, mal die Küche machen und so weiter. Weil das muss ich sagen, das hat mich halt auch mit am meisten gestört und immer noch, das ist halt das Chaos. Und deswegen sitze ich eigentlich hier, weil ich jetzt das Spiel aufräumen wollte und auch mal wieder den Tisch ein bisschen schöner machen wollte, wie, keine Ahnung. Und wenn ich nur den Tischläufer da drauf lege. Was ich auch gemacht habe, übrigens, eigentlich eher so aus der Not heraus, weil es sein musste, weil da ein Fleck drauf war. Ich habe angefangen, unser Sofa abzuziehen und zu waschen. Mache ich auch ein paar Mal im Jahr. Wir haben halt ein helles Sofa, es ist beige und da bleiben Flecken nicht aus. Das Schöne war ja, weil die Sonne so schön schien, dass man das Ganze dann auch zum Trocknen einfach nach draußen packen konnte, auf dem Balkon. Ich wurde letztens gefragt, ob ich immer noch das Anti-Staub-Spray benutze, das ich mal in einem Putzvideo gezeigt habe. Und kann nur sagen, ja, ich finde das super. Ich liebe das Zeug und ich blende euch hier die Rezeptur nochmal ein. Ich mag sehr, vor allem, weil ich da richtig, richtig viel ätherisches Öl reingeballert habe. Und so riecht es danach, wenn man es benutzt, nach dem Staubwischen immer richtig, richtig lecker hier. Also das Schlimmste daran, am Sofabezüge waschen, ist erstens eindeutig das wieder draufziehen und zweitens, dass danach immer der ganze Boden voller Federn von der Füllung ist. Aber das Schöne danach ist, wenn man auf dem Sofa sitzt, kommt ab und zu immer mal so ein Schwall Waschmittelgeruch rüber und nicht so ein Muffgeruch. Es ist jetzt mittlerweile mittags, es ist 12:30. Ich habe ein bisschen am Computer gearbeitet gerade, war dringend nötig, da endlich mal wieder so ein paar Sachen zu machen. Ich muss noch ordentlich mehr machen, aber ich brauche jetzt einmal eine kurze Pause. Und ich habe ja schon eben kurz angerissen, dass ich irgendwie in den letzten Wochen mich selber halt voll außen vor gelassen habe. Also es war wirklich super häufig so. Also es passiert mir häufig so, wenn ich nicht meinem normalen Alltag nachgehen kann, dass ich beispielsweise komplett vergesse zu trinken. Also manchmal ist es so, dass ich dann irgendwann am späten Nachmittag merke, boah, alles, was ich heute getrunken habe, war ein halbes Glas Wasser. Und das merke ich halt sofort. Ich merke das direkt, wenn ich nicht genug trinke. So war es jetzt halt auch wieder der Fall. Genauso wie ich super unregelmäßig gegessen habe. Das war immer so, Hauptsache, das Kind ist irgendwie versorgt und glücklich und mir schlägt sowas halt auch immer total schnell auf den Magen, dass ich dann halt auch merke, so, ich habe gar keine Lust, ich will gerade gar nichts essen und so war es dann halt auch manchmal, dass ich wirklich erst abends dann was gegessen habe und ja, nicht gut. Ich habe mich einfach überhaupt nicht gut um mich selbst gekümmert und was ich nämlich auch mega vernachlässigt habe, ist auch meine Hautpflegeroutine, generell komplett meine Routine. Ich muss mit allem wieder von vorne anfangen. Ich habe alles außen vor gelassen. Putzroutine, Morgenroutine, Abendroutine. Es ist alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen, weil es war einfach, es klingt auch irgendwie so blöd. Ich weiß nicht, es klingt auch so übertrieben, aber es war einfach, es war nicht drin. Es ging nicht. Es ging nicht. Ich war einfach, Energielevel war ganz, ganz unten. Ich konnte mich zu nichts aufraffen, weil es war einfach so dieses, ich kann nicht. Aber zurück zum Thema Pflegeroutine. Ich habe schon ein paar Mal über Yepoda gesprochen und das möchte ich heute nämlich noch einmal kurz mit euch machen. Ich finde einfach, Thema Hautpflegeroutine ist so ein wichtiges Thema, weil ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Video, ich verlinke euch das gerne, wenn man sich nicht Zeit für sich selber nimmt,
um sich selber mal so ein paar Wohlfühlmomente im Alltag irgendwie gönnt, es wirkt sich einfach echt nicht gut auf einen aus. Also ich merke das halt, seit ich mir da gezielt Zeit für nehme, jetzt mal von den letzten 2 Wochen ausgenommen, aber seit ich mir da gezielt Zeit für nehme, ja, bin ich einfach viel ausgeglichener und es geht mir richtig gut und ich finde das einfach so wichtig, mal ganz davon abgesehen, dass es der Haut auch einfach richtig, richtig gut tut. Und ich habe es schon mal erzählt, ich benutze seit Monaten, seit geraumer Zeit die Produkte von Yepoda und ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und sehr happy mit. Deswegen wollte ich noch einmal kurz ein bisschen auf meine Hautpflegeroutine eingehen und ich habe auch noch mal einen tollen Code für euch, wenn euch die Produkte interessieren, mit dem ihr einen ordentlichen Batzen sparen könnt, wenn ihr dort einkauft. Kommt aber gleich. Ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, welche Produkte ich so für den Einstieg empfehlen würde oder was so meine Lieblingsprodukte sind. Da habe ich ganz, ganz klare Favoriten. Ich habe das Full Glow Set hier. Da sind 7 Produkte drin in diesem Set. Und ich mag alle sehr gerne, habe aber da ganz eindeutige Favoriten. Und ich gehe noch mal kurz so ein bisschen auf meine Routine ein. Was benutze ich wann? Morgens den Bubble Double. Das ist ein Schaumreiniger. Den finde ich super, richtig gut. Morgens danach benutze ich dann das Mist Have. Das habt ihr heute Morgen auch kurz gesehen. Das ist ein Toner, den man sich aufsprüht aufs Gesicht. Ich lasse den dann kurz einwirken und dann gehe ich mit dem nächsten Produkt, nämlich mit einem Serum rüber. Und das ist dieses hier, The Repair Hero heißt das. Finde ich auch sehr, sehr gut. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und hat einen Anti-Aging-Effekt. Und dann kommt natürlich die Tagescreme drüber. Das ist diese hier, The Make My Day Cream von Yepoda. Die finde ich super, weil ich merke so richtig, wie diese Creme meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Meine absoluten Favoriten zeige ich euch aber jetzt. Das ist nämlich eigentlich ein Duo. Also das eine davon habt ihr gerade schon gesehen, nämlich The Bubble Double. Und in Kombi mit dem hier, The Calm Balm, ist das meine Abendreinigung, mein Abschminken und ich will nichts anderes mehr benutzen. Ich liebe das. Also man macht erst diesen hier drauf, The Calm Balm. Da ist auch so ein kleines Spältchen mit dabei. So ein kleiner Spatel. Mit dem holt man sich da ein bisschen Produkt raus. Und das ist mit Oliven- und Kokosöl. Das heißt, das ist super reichhaltig und sehr ölig auf der Haut. Das heißt, alleine so kriegt man das dann nicht runter. Das heißt, man wärmt sich das dann in der Hand so ein bisschen an, dass sich das gut verteilen lässt. Schäumt das dann mit so ein kleines bisschen Wasser nochmal kurz auf. Und dann nimmt man nämlich ein Tuch. In dem Full Glow Set ist auch ein Tuch dabei. Das habe ich jetzt allerdings gerade nicht hier. Das ist gerade in der Wäsche. Tränke ich dann in heißem Wasser, lege mir das kurz aufs Gesicht, lasse das heiße Wasser einmal kurz so einwirken, um kurz so die Poren ein bisschen zu öffnen und nehme dann damit den Calm Balm runter. Und im zweiten Schritt zur Reinigung kommt dann nämlich einmal The Bubble Double. Und ich sage euch, dass diese beiden Produkte in Kombination ist mein absoluter Favorit. Ich liebe das Hautgefühl danach. Meine Haut fühlt sich so rein an und fühlt sich auch so schön weich an. So richtig ist es wirklich alles an Schmutz einfach echt runtergenommen. Make-up sowieso. Ja, also wenn mich jemand fragt, welche Produkte würdest du empfehlen? Womit soll ich anfangen? Dann sind das die 2 Produkte, die ich immer empfehle. Also wie gesagt, das ist jetzt eher Reinigung. Was ich ebenfalls sehr, sehr liebe, das ist die Gesichtsmaske The Cetox. Das ist so eine Mud, also so eine Schlammmaske mit Vitamin C und die benutze ich ja so 2 bis 3 Mal die Woche abends. Trage ich mir die auf die Haut auf, lasse die einwirken und nehme das dann ab und auch meine Haut fühlt sich so schön gereinigt an. Es hat halt auch einen reinigenden Effekt, lässt die Haut strahlen, mattiert aber auch. Ich benutze keine andere Gesichtsmaske mehr, seitdem ich die da habe. Und fehlen darf natürlich auch nicht eine Creme für die Nacht. Und von Yepoda ist es diese hier, The Midnight Magic, wobei ich da auch zu sagen muss, das ist keine Nachtcreme, sondern es ist fast eher eine Nachtmaske. Das heißt, wenn man sich das aufträgt vor dem Schlafengehen auf die Haut, hat man erst noch das Gefühl, so es sitzt noch, es zieht nicht direkt ein, aber genau das ist halt der Sinn der Sache, sondern es zieht erst super langsam ein, ist halt daher super reichhaltig und versorgt die Haut richtig, richtig schön mit Feuchtigkeit. Ich hatte das früher häufiger, dass ich an der Stirn so ein paar trockene, also wirklich nur an der Stirn so trockene Stelle hatte.
habe ich jetzt nicht mehr. Allgemein muss ich sagen, dass sich mein Hautbild ja wirklich zum Positiven verändert hat. Grundgedanke von Yepoda ist übrigens, dass die K-Beauty-Produkte, das heißt die Produkte also die Pflegeprodukte aus Korea, dafür bekannt sind, dass sie besonders pflegend sind für die Haut und ein besonders reines und schönes Hautbild machen. Und Yepoda hat es sich vorgenommen, halt diese koreanische Hautpflege auch nach Deutschland zu bringen. Das heißt, es sind auch Inhaltsstoffe drin, die halt bekannt sind für diese K-Beauty-Produkte, wie wir haben hier zum Beispiel Cica drin. Abgesehen davon sind die Produkte von Yepoda tierversuchsfrei, vegan und beinhalten nur natürliche Wirkstoffe. Und die Fläschchen sind auch alle aus Glas, also auch sehr nachhaltig. Und falls auch ihr Lust habt, das Ganze zu testen, die Produkte auszuprobieren, dann schaut in die Infobox. Da findet ihr einen Link, der euch direkt zum Yepoda Shop bringt. Und wenn ihr den Code 33PIA eingibt, dann könnt ihr 33% bei eurer Bestellung sparen. 33%. Also es ist jede Menge. Dieser Code ist 2 Wochen lang gültig, also bis zum 12. April. Wenn ihr bestellen möchtet, unbedingt nutzen. Und lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, ob auch ihr schon Yepoda getestet habt und wie es euch gefällt. Ich sehe auch echt wirklich so fertig aus, wie ich mich fühle. Das ist halt das Problem, ne? Wenn man tagsüber nur irgendwie funktionieren muss, oder ich zumindest, dann sitze ich halt abends einfach viel zu lange da, um es auszukosten, dass ich die Dinge machen kann, die ich machen möchte, sprich Freizeit habe. Heißt, ich habe eigentlich jeden Abend in der letzten Zeit mindestens bis 1, halb 2 wach gelegen, beziehungsweise ich bin meistens so gegen 12 ins Bett. Ich habe vorher gelesen oder irgendeine dumme Sendung geguckt. Heißt, ich habe halt einfach ich bin viel zu lange wach geblieben am Abend. Und wenn ich dann gegen 12 ins Bett gegangen bin, dann fängt man noch an, am Handy zu scrollen und dann tappe ich in diese Falle TikTok. Und das ist jedes Mal mein Ende, irgendwelche TikTok-Videos anzugucken, weil das macht einfach süchtig und schwuppdiwupps ist da halt auch eine Stunde vergangen, in der man halt nichts anderes gemacht hat, als sich irgendwelche komischen Videos auf dem Handy anzugucken. Jedenfalls, ich habe einen ordentlichen Schlafmangel. Und man sieht es mir an. Oh Gottes Willen. Ja. Also, ne, ihr seht hier heute das absolute Real Life. Und deswegen koche ich mir jetzt nochmal eine Tanne. Nein. Boah, nee. Eine Kanne Kaffee. So ist richtig. Ach du Schande. Oh, es gibt noch welchen. Noch besser. Ist doch Kaffee da. Okay, also. Ich habe übrigens den absoluten Lifehack ist es jetzt nicht, ne? Aber absoluten Tipp für euch. Ich habe mir etwas gegönnt. Moment. Und es ist eine Anschaffung, die ich schon super lange machen wollte. Einerseits für die Arbeit und andererseits aber auch so für mich privat. Und zwar, ich habe mir endlich Earbuds gekauft, also kostenlose Bluetooth-Kopfhörer. Life-changing, sage ich euch, absolut. Ich höre ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich super gerne lese und auch dementsprechend gerne Hörbuch höre. Ich habe jetzt einfach auch die Zeit, wo wir zu Hause waren, echt viel Hörbuch gehört, weil ich mir die Dinge einfach in die Ohren machen kann. Zum Beispiel, ja, wenn der Kleine da mal Fernsehen geguckt hat und ich die Gelegenheit genutzt habe, um hier zu kochen oder die Küche aufzuräumen, Bad zu putzen oder irgendwas, die Dinger ins Ohr und es ist wirklich, es war einmal so ein bisschen, ich höre trotzdem noch alles, die haben halt auch Noise Cancelling, aber wenn der Kleine da ist oder, ne, habe ich es natürlich ausgemacht, sodass ich halt alles höre. Aber das war dann halt trotzdem irgendwie mal so ein Moment, fast wie alleine sein, sage ich mal, weil ich war für mich mit den Dingern in meinem Ohr und konnte mein Hörbuch hören, konnte das machen, was ich in dem Moment machen wollte. Also wie gesagt, life-changing. Und für die Arbeit brauche ich die halt natürlich auch. Ich habe mir erst welche bestellt von Xiaomi waren die waren aber echt richtig, richtig schlecht. Also die Soundqualität war grottig und dann, ich habe erst keine große Recherche gemacht und dann habe ich jetzt doch mehrere bestellt und mal so ein bisschen getestet. Also nicht lang, weil stundenlang die Dinger tragen und dann wieder zurückzuschicken ist halt auch irgendwie eklig. Aber
Einfach immer nur ganz kurz die Soundqualität getestet und wie es dann halt immer so ist, letztendlich bleibt man dann beim teuersten hängen. Ja, ich habe jetzt welche von Huawei gekauft. Ich verlinke euch das mal gerne in der Infobox, falls ihr da Interesse habt. Aber die haben, also für meine Zwecke erfüllen die genau das, was ich brauche, was ich mir wünsche. Man kann 2 Geräte gleichzeitig damit koppeln und das heißt, ich brauche mein Handy, ich brauche meinen Laptop und da kann man an den Dingern wirklich alles steuern, auch Lautstärke und so weiter. Das konnte man bei den meisten anderen Modellen, die ich getestet habe, nicht. Da konntest du nur an- und ausmachen oder nächster Titel oder einen Titel zurückspringen. Aber so lauter, leiser machen oder so, das konntest du daran nämlich nicht. Und wo ich schon mal dabei bin, gerade eine Empfehlung nach der nächsten Reihe rauszuhauen, habe ich heute Morgen ja auch schon kurz erwähnt. Ich möchte euch eine Sache empfehlen oder zeigen, sagen wir mal so, die wir jetzt für unseren Sohn gekauft haben, um ihn halt auch zu Hause irgendwo sinnvoll zu beschäftigen. Und wir haben nämlich gemerkt, dass er gerade voll auf dem Zahlentrip ist. Also es wird alles gezählt. Er kann jetzt halt auch erste Zahlen benennen, wie welche Zahl ist. Also ne, wir zeigen auf eine 5 und fragen, welche Zahl ist das? Und er sagt 5 und so weiter. Und also da ist einfach super großes Interesse von seiner Seite aus da. Deswegen haben wir etwas gekauft. Ich zeige es euch jetzt. Und zwar das hier, also ja, Kinderzimmertisch, das ist der Maltisch, wie man sieht. Aber dieses Spiel hier, wir haben es online bei Amazon gekauft. Ich habe es gesehen, habe nicht lange gezögert, habe es direkt gekauft, weil ich dachte, so, das ist genau seins. Und ich fand, es sieht auch einfach echt schön aus mit den Regenbogenfarben. Genau, man hat hier mehrere in eins. Also ich habe häufig gesehen, dieses Kugelspiel, das auch alleine, ohne diese ganzen Zahlen-Dinger. Das sind ja wie so Puzzle mit Formen und Zahlen auch. Also das sind alles Sachen, die man rausnehmen kann. Und da sind dann Symbole drunter und da sind auch verschiedene Vorlagen dabei, dass man die wechseln kann. Das heißt, hier mit diesen bunten Kugeln kann man dann beispielsweise diese Muster nachlegen. Es sind einmal mit einer Pinzette, das mag er halt am liebsten, mit einer Pinzette halt diese Kügelchen nehmen. Sonst ist aber auch ein Holzlöffel dabei oder, aber das verstehe ich nicht, weil das ist sowas von sauschwer, hier wie Stäbchen. Man kann da Formen nachlegen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Vorlagen, die mit dabei sind. Die sind halt da drunter. Aber man kann halt auch in die Höhe bauen, so Pyramiden nach oben. Er will immer eine Pyramide bauen, hat er total Spaß dran. Und dann gibt es auch irgendwie ein Spiel, was man damit spielen kann. Irgendwie, dass man versuchen muss, mehrere Kugeln einer Farbe in einer Reihe hinzukriegen. Aber man darf nur nach oben, nach unten oder irgendwie sowas die Kugeln bewegen. Dann haben wir halt hier die Fische mit Magnet. Also das ist dann so dieses klassische Fische-Angelspiel. Hier ist die Angel. Aber man kann da auch ein Memory draus machen. Also da sind auch, wie gesagt, immer Symbole drunter. Und hier habe ich jetzt, also bei dieser Vorlage sind da jetzt die Tiere. Und jedes Symbol ist auch zweimal. Da haben wir dann jetzt auch schon ein paar Mal Memory mitgespielt. Und zum Zählen üben ist das halt auch richtig cool. Hier sind dann halt, das ist alles Holz, außer halt diese Ringe, die sind aus Plastik. Und in der jeweiligen Farbe, also von der grünen 5, es gibt 5 grüne Ringe und so weiter bis halt 10 hoch. Und wie gesagt, also da beschäftigt er sich echt richtig schön mit. Er zählt die Dinger, er legt Pyramiden, er legt die Muster nach und sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall sehr große Empfehlung. Hat seinen Preis, muss ich dazu sagen. Und ich sage aber auch direkt dazu, ich habe nicht verglichen. Ich habe das erste gekauft, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, nochmal ein bisschen günstiger. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, falls ihr da Interesse daran habt. Aber das ist von meiner Seite aus auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung. Hier hat jemand gerade eine halbe Weltreise hinter sich gebracht, um Grieß und Mehl und Garnelen fürs Abendessen zu besorgen. Wollen nämlich Nudeln machen. Mit so einer Tomatensauce und Shrimps. Lecker. Aktueller Sofa- und Wohnzimmerstand. Kann ich jetzt mit leben. Federn sind weg. Und es ist noch der Kissen, also der Bezug von dem Sitzkissen und der Bezug von dem Rückenpolster da hinten und noch mehrere Kissenbezüge, aktuell in der Waschmaschine. Als nächstes ist das da und da die Armlehne dran, das da. Und dann ist das auch fertig. Und ich habe gerade das komplette Sofa sowieso auseinandergebaut, also alle Polster und Kissen runter
und das einmal komplett abgesaugt, weil mal ganz ehrlich, ne, das, was so an Krümmeln zwischen den einzelnen Polstern steckt und unter den Polstern vor allem, ist halt echt fies. So, wenn das auch noch alles gewaschen ist, dann kann man das Sofa wieder schön machen. So bleibt es jetzt erstmal und sonst, ja, ist es hier wieder einigermaßen, sagen wir, in einem vorzeigbaren Zustand. Auch kein Scheiß mehr, der da in den Regalen liegt. Das ist alles wieder fein und ich bin sehr happy.